Ja, willkommen zu einem neuen Video von der Kokon. Wir sind hier in Madeira und bevor wir die Insel verlassen und weiter auf die Kanarischen Inseln fahren, werden wir noch ein paar Dinge besichtigen, die uns in Madeira wichtig sind. Zunächst einmal gibt es die Wanderung entlang einer Levada. Die Levada sind in Madeira die Kanäle, die für die Bewässerung der Landwirtschaft oder der gesamten Insel zuständig sind. Sie werden meist gespeist aus den Bergen oben von Wasserfällen oder ähnlichem. Und man kann entlang einer Levada sehr gut wandern und hat einen tollen Eindruck von diesem genialen technischen Bauwerk. Zum Teil wird es etwas eng auf dem Weg oder es geht durch einen Wasserfall. Und jetzt kommen wir hier an dem Anfang der Levada an. Der Anfang ist ein natürlicher Bach, davor so ein kleiner Wasserfall. Und dort wird direkt das Wasser abgezweigt in die Levada. Auf dem Rückweg geht es nochmal durch den Wasserfall oder auch gelegentlich durch einen kleinen Tunnel. Es ist schon aufregend, es ist spannend und macht Spaß. Man hat auch Ausblicke, die man sonst vielleicht nicht hat oder die man auf dem Hinweg nicht gesehen hat. Weiterhin gibt es einige exotische Gärten in Madeira und wenn man schon mal hier ist, sollte man sich eine Besichtigung dieser Gärten nicht entgehen lassen. Ich zeige jetzt hier ein paar Eindrücke aus einem dieser Gärten und danach geht es los mit der Segeltour Richtung Kanarische Inseln. Ich hatte ja schon im letzten Video erwähnt, dass wir in Quinta do Lorde sind, also nicht in Funchal, an der nordöstlichen Ecke von Madeira. Zum Teil relativ große Schiffe hier. Der hier vorne links, der ist auch heute Nachmittag erst eingelaufen. Riesenschiff. Kam von Gibraltar, 3,5 Tage. 8 Mann Besatzung, ein Eigener ist drauf und ein Gast. Und fährt von hier aus direkt nach Antigua. Hier gibt es auch ein kleines Restaurant. Waren wir allerdings nie drin. Am nächsten Tag verlassen wir Madeira mit Ziel La Graciosa. Die Windvorhersage ist angenehm für uns. Es soll dann nachts sogar etwas abflauen, aber draußen finden wir mehr Wind vor als angekündigt. Statt der angekündigten Flaute haben wir jetzt sehr starken Wind gehabt, 25 bis 30 Knoten und auch ein sehr unruhiges Schiff durch die Wellen. Wir haben also erstmal beigedreht, um in Ruhe zu frühstücken und uns etwas auszuruhen. Das Vorsegel Back und damit bewegt sich das Schiff nur noch mit 1 Knoten bis 1,5 Knoten und ist relativ ruhig. Nachdem wir gefrühstückt haben und uns etwas ausgeruht haben, geht es weiter. In rauschender Fahrt mit 7 bis 8 Knoten. In diesem starken Wind mit den zum Teil wirklich hohen Wellen. Das ist eine richtige Mauer.
Also unten ist es mit Sicherheit gemütlicher als hier oben, oder? Zum Glück funktioniert selbst unter diesen Bedingungen unsere Windsteueranlage sehr gut. Das ist natürlich sehr entspannend für uns und auch für die elektrische Anlage, die ansonsten sehr viel arbeiten müsste und sehr viel Strom verbrauchen würde. Nach einer ziemlich anstrengenden Überfahrt liegen wir jetzt hier in La Graciosa. Neben uns sieht man die Yacht Mörrica aus Kanada, mit der wir seit einigen Tagen, einer Woche oder 10 Tagen zusammen viel unternehmen. Wir haben aktuell sehr starken Wind. Das hört man wahrscheinlich, das sieht man auch. Da vorne ist es relativ rau, die See ist unruhig und rau. Hinter uns andere Yachten. Es geht auch keiner an Land bei diesem Wind. Niemand nimmt das Ding je, um an Land zu gehen. Eigentlich wollten wir ein paar ruhige Tage hier verbringen, nach dieser anstrengenden Überfahrt. Aber das Wetter ist so rau und die Wellen sind so stark, dass wir das Beiboot nicht nehmen, um an Land zu fahren. Ansonsten liegt man aber sehr geschützt hier. Unsere Segelfreunde von der Mörrica, die neben uns liegt, verlassen die Yacht auch nicht. Es gibt auch sehr kleine Schiffe hier, wie der da vorne zum Beispiel. Ich habe da bisher noch niemanden drauf gesehen. Es sieht bei dem Wetter auch nicht sehr bequem aus, sehr unruhig. Ich schätze mal 27, 28 Fuß, aber er ist immerhin bis hierher gekommen und das ist schon eine ganz schöne Leistung. Also Respekt. Ich hoffe, es geht alles gut weiter. Nach einigen Tagen hat sich das Wetter beruhigt und wir können an Land gehen. Wir sind zusammen mit unseren Segelfreunden von der Mörrica und gehen zu dem Dorf, was hier an Land ist. Schönes Dorf. Wie heißt das hier? Wie heißt die Stadt hier? Die Stadt heißt, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Hauptstadt Von La Graciosa, ja. Aber sieht toll aus, ne? Diese Häuser, die weißen Häuser mit dem Blau. sehr schön. Wunderschön. So does he talk? Yeah, it said hola at the back. Hola? Yeah, he said Olaf. But now he's playing shy. Yeah, too many people. Rope, you know they found that on the ocean. Im Hintergrund sieht man den Hafen von La Graciosa, den kleinen Yachthafen, in dem man angeblich nicht anlegen darf, obwohl es einige machen. Hier sind wir in dem kleinen Hafen von Isla Graciosa. Wir fahren jetzt weiter von La Graciosa nördlich an der Küste von Lanzarote entlang bis nach Rubicon. Die Bedingungen sind ideal. Ja, wir haben Wind genau von hinten. Und wir fahren Wing to Wing. Das heißt, den Spielbaum haben wir draußen, um die Genua auszubauen und das Groß auf der anderen Seite. Also tolle Bedingungen hier im Moment. Wirklich tolle Bedingungen. Aber so könnte es doch die ganze Zeit laufen, oder? 21 Tage. Weißt du was, ich fahre einfach weiter. Fertig. Genau, du fährst jetzt weiter unter die Linie. Richtig. Und es bleibt so. Es ist Anfang Dezember. Wir sind jetzt hier in Lanzarote. 3. Dezember. In der Marina Rubicon. Dieses Gebiet hier um die Marina haben sie wirklich schön gemacht. Die Häuser sind toll.
Es ist interessant, die schwarze Lavaerde und die riesigen Kakteen dazu. Hübsch gemacht. Da vorne sieht man dann auch den Yachthafen. Es ist wirklich eine tolle Anlage und der Hafen ist sehr geschützt. Jetzt geht es noch ein bisschen steil hoch hier. Sieht toll aus, ne? Von hier oben. Das Wasser, ganz klar. Super. Wir sind jetzt hier an der Playa Mujeres. Es ist sehr windig hier oben. Und draußen ankern einige Schiffe und weiter hinten gibt es eine Unterwasserausstellung. Die ist ungefähr da. Da sind wir allerdings nicht gewesen. Da sind Skulpturen unter Wasser. Die kann man als Taucher sehr, sehr gut besichtigen, aber wir tauchen nicht und wir waren nicht da und haben auch nicht dran gedacht. Das muss aber wirklich toll sein. So, jetzt haben wir endlich mal wieder Delfine. Es gibt so selten Delfine inzwischen. Und eben haben sie richtige Spektakel veranstaltet. Aber natürlich nicht dann, wenn man filmt. Die sind relativ klein, ne? Wundere mich, dass denen der Motor nicht zu laut ist. Also das hat sie, ich glaube, das hat die sogar angelockt, die Maschine. Gestern Abend sind wir hier eingelaufen in Puertito de la Cruz, heißt das. Das ist ganz im Süden von Fuerteventura. Und ein Ankerplatz zum Übernachten, weil wir hatten keine Lust, die Nacht rüber zu gehen nach Las Palmas. Aber dieser Ankerplatz ist unglaublich rollig gewesen. Wir haben sogar unten das Bett gebaut im Salon, um da schlafen zu können. Wir sind bald aus dem Bett geflogen hinten. Man sieht es natürlich wie immer kaum hier auf den Bildern. Jetzt hat es sich auch beruhigt, aber heute Nacht war ganz schlimm. Vor allen Dingen wussten wir auch nicht, ob wir auf Steinen ankern oder im Sand. Das war unklar, weil überall Steine unten sind. Okay, also jedenfalls geht es jetzt wieder los nach Las Palmas. Die Fahrt rüber nach Gran Canaria ist wirklich eine Rauschefahrt. Wir machen 7,5 bis 8,5 Knoten Fahrt. Neben uns ist ein Katamaran, der uns langsam, aber sicher überholt. Aber der hat auch zu kämpfen mit den Wellen. Es ist immer wieder beeindruckend, dass dieses Revier wirklich ein Hochseerevier ist. Die Wellen sind relativ hoch. Der Passat hat hier seinen Einfluss und man hat recht viel Wind. Und wenn man nicht aufpasst, kommt man in die berühmten Düsen, wo der Wind extrem zulegt. Inzwischen sind wir in Las Palmas angekommen. Hier gibt es Yachten aller Größenordnung. Zum Beispiel auch diese Superjachten hier oder diese Superjacht. Im nächsten Video geht es dann um die Atlantiküberquerung bzw. für den ersten Teil zunächst einmal bis zu den Kap-Verde-Inseln, was ja für viele vielleicht auch interessant ist. Aber ich habe hier noch ein paar Videos verlinkt, die vielleicht von Interesse sind. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr bleibt dran. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao von der Kokon.